Dich über Dinge aufzuregen, die bereits passiert sind, macht in etwa so viel Sinn, wie dich über das Wetter zu beschweren. Nichts, absolut nichts ändert sich und du verschwendest regelrecht deine Energie. Und die Frage, die du dir hier sehr gerne einmal stellen darfst, ist folgende. Wie oft, und sei da bitte ganz ehrlich zu dir, wie oft regst du dich über Dinge auf, die außerhalb deiner Einflusszone liegen? Was ist deine Einflusszone? Deine Einflusszone beschreibt meiner Meinung nach die Dinge, auf die du Einfluss hast. Ja, welche Umstände kannst du durch dein Handeln, durch deine Tätigkeiten wirklich verändern? Wenn du dir Gedanken darüber machst, was ändert sich dadurch? Auf welche Dinge hast du Einfluss, auf welche Dinge hast du keinen Einfluss? Und die Dinge, die du durch dein Handeln wirklich verändern kannst, das beschreibt deine Einflusszone oder das beschreibt die Dinge, die innerhalb dieser Einflusszone liegen. Und jetzt frag dich mal Folgendes. Wie oft steckst du deine wertvolle Energie in die Dinge, die außerhalb dieser Einflusszone liegen, die sich nicht ändern werden, auch wenn du noch so viel Energie darin investierst? Es wird sich nichts an diesem Umstand ändern, ob du dich jetzt über das Wetter aufregst oder ob du dich über Dinge aufregst, die in der Vergangenheit passiert sind, die du durch deine Gedanken, durch dein Handeln nicht mehr ändern kannst. Wie oft regst du dich über diese Dinge auf, anstatt deine kostbare Energie, deine wertvolle Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die du wirklich ändern kannst, auf die du Einfluss hast, die innerhalb dieser Einflusszone liegen. Und warum machen wir das überhaupt? Es ist ja ziemlich einfach, sich über Dinge zu beschweren, die bereits passiert sind oder die außerhalb deiner Einflusszone liegen, wie zum Beispiel das Wetter oder Dinge, die du hättest besser machen können. Beispielsweise du gehst aus einem Gespräch raus, hast dich mit einer Freundin, mit einem Freund getroffen, gehst nach dem Gespräch weiter und denkst dir dann, boah, hätte ich mal so und so reagiert oder hätte ich mal das noch angesprochen, hätte ich mal das und das, hätte ich mich mal so und so verhalten. So, warum habe ich den Handschlag nicht so und so ausgeführt oder die Umarmung nicht auf diese Art und Weise gemacht? Hätte. Der Punkt ist, es wird nichts daran ändern. Es wird nichts an dieser jetzigen Situation ändern. Und auch wenn du dich noch so sehr übers Wetter aufregst, dass jetzt die Sonne scheint, dass es zu heiß ist, dass es regnet, dass es zu kalt ist, hast du jemals gemerkt, dass sich das Wetter dadurch ändert? I doubt it. Deswegen die folgende Frage. Warum machen wir es trotzdem so gerne? Und die Antwort ist, meiner Meinung nach, weil es einfach ist. Weil es einfach ist, sich über Dinge aufzuregen, auf die du keinen Einfluss hast, wo keine Handlung nötig ist, um was daran zu ändern. Weil wenn du dich jetzt über Dinge aufregst, die außerhalb deiner Einflusszone liegen, ja, die kannst du ja nicht verändern. Und das weißt du ja eigentlich auch. Du weißt ja eigentlich, dass du keinen Einfluss darauf hast, dass dein Aufregen jetzt gerade, deine Gedanken, dass sich nichts daran ändern wird. Und dementsprechend ist auch keine Handlung nötig deinerseits, um daran irgendetwas zu ändern. Es ist also einfach. Sprichst du jetzt aber hingegen über Dinge, die innerhalb deiner Einflusszone liegen, die du verändern kannst, die du erreichen möchtest, die in der Zukunft liegen, dann erfordert das eine Handlung deinerseits. Dann ist etwas nötig, was du machen musst, um diese Schritte zu erreichen. Oder um diese Schritte zu gehen, um dann dein Ziel zu erreichen, über das du sprichst. Und indem du darüber sprichst, gehst du ein Commitment mit dir selber ein. Du machst was. Und das ist nicht immer leicht. Im Gegensatz zu dem, was wir gerade besprochen haben, sich über Dinge aufzuregen und da reinzusteigern, auf die du keinen Einfluss hast, das Handeln außerhalb deiner Einflusszone, ist das Handeln innerhalb deiner Einflusszone schwer. Aber wenn du da erstmal drin bist, wenn du diese Schritte erstmal gehst, merkst du, dass das gar nicht schwer sein muss, sondern dass sich das eigentlich viel leichter anfühlt. Wenn du da jetzt mal umdenkst und diesen Gedankenswitch machst, den Schalter umlegst, dann ist sich in Sachen reinzusteigern oder darüber aufzuregen, auf die du keinen Einfluss hast, wo sich nichts ändert dadurch, Energie investierst und nichts zurückbekommst in Form von irgendeiner Veränderung. Das ist in Wirklichkeit das wirklich Schwere. Das, was dir einfach die ganze Zeit Energie raubt, was sich einfach immer nur noch weiter auf deinen Gemütszustand runterdrückt. Wenn du jetzt aber deine Energie in die Dinge investierst, auf die du wirklich Einfluss hast, wo du wirklich was bewirken kannst, wo du, wenn du die Energie investierst, auch was zurückbekommst in Form von positivem Feedback, in Form von wirklicher Veränderung, sei es körperlich, wenn du zum Beispiel ins Gym gehst oder trainierst, mental dich weiterentwickelst, wenn du dich seelisch weiterentwickelst, wenn du dich mit deinem Geist einfach mal beschäftigst, dann bekommst du ja im Gegenzug multipliziert diese Energie zurück in Form von Wissen, Fitness, körperlich und geistig, seelischer Weiterentwicklung, wirklicher Zufriedenheit.
was auch immer du dir als Ziel gesetzt hast, aber du bekommst was zurück. Das heißt, der erste Schritt ist zwar schwer in diese Richtung, weil du wirklich was verändern möchtest, aber im Gegenzug fühlt es sich wirklich leicht an, wenn du dann ein paar Schritte weiter denkst. Und wenn du diesen Weg gehst, dann bestätigt sich dieses leichte Gefühl, diese Freude, diese Euphorie, dieses Glück einfach nur noch immer mehr. Und dazu möchte ich dich heute gerne inspirieren. Reg dich nicht zu sehr über Dinge auf, die außerhalb deiner Einflusszone liegen, sondern geh lieber mit deiner Energie in die Dinge rein, die innerhalb deiner Einflusszone liegen. Greif da an und veränder diese Dinge. Mach da wirklich was und stell dann für dich fest, dass sich das auf einmal richtig leicht anfühlt. Dass das Spaß macht. Dass das überhaupt nicht schwer sein muss, sondern dass du da mit dieser Freude, mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Ekstase reingehen kannst und das spüren kannst, das fühlen kannst und dass sich das einfach richtig geil anfühlt, dass das Spaß macht und du im Gegenzug so viel Energie daraus zurückbekommen kannst. Das ist heute mein Impuls an dich und ich möchte dir zum Ende gerne die Frage stellen und vielleicht möchtest du mir diese Frage hier in den Kommentaren auch gerne beantworten oder als Nachricht bei Instagram. Die Frage ist folgende: Welchen Weg wählst du für dich? Lass diese Frage sehr gerne mal ein bisschen wirken und beantworte dir diese Frage zuerst selbst, nur für dich. Und wenn du magst, teile deine Antwort hier sehr gerne. Wenn dir der heutige Impuls gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal hier einfach einmal abonnierst, um die weiteren Impulse nicht mehr zu verpassen. Jeden Freitag 11:11 Uhr kommt der Fragenfreitag online und über die Woche verteilt teile ich dir hier ab und zu auch nochmal einen Denkanstoß Dienstag. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du hier am Start bist. Wenn dir der Impuls gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Lass mir dein Feedback in den Kommentaren da, dann können wir zusammen weiter wachsen, uns weiterentwickeln und ich freue mich so sehr, dass du mir heute deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Video. Dein Niklas. Ganz viel Energie für dich. Ciao.